gelingt heute ein weiterer Schritt Richtung Champions League Playoffs im Heimspiel gegen Schachtar Donetsk. Sehr interessante Mannschaft. Die sind momentan ja außerhalb der Playoffs. Das heißt, wir haben eigentlich einen Vorteil. Ich glaube, auf dem Papier sind wir trotz dieser kleinen Veränderungen, die heute in der Startelf stehen, wieder ja, Favorit. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Und es sieht wirklich richtig gut aus, auch in der Liga. Wir sind dran an Leipzig. Leider im DFB-Pokal schon ausgeschieden. Aber die Champions League, das ist dann also der Fokus, der ja heute ganz bei uns liegt. Heute nochmal ein Sieg oder zumindest ein Remis und dann könnten und dürften eigentlich die Playoffs schon so gut wie sicher sein. Aber wie ich gerade schon angekündigt habe, ein paar Wechsel, Droh unter anderem, der Cut, neue Innenverteidigung, weil viele Spiele gehen auch auf Dauer, auf die Ausdauer und auf die Kraft der Spieler. Bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Spiel hier entwickelt. Und ihr seht, die stehen schon mal hinten drin, vorne 2 Mann. Und wir haben unter anderem Droh, richtig guter Spieler, feiner Techniker, auch noch großes Potenzial. Den müsste ich mir eigentlich in FC 27 direkt wiederholen. Genauso wie Lennart Kahl, der heute auch nicht spielt, der ja leider aufgrund der aktuellen Ereignisse am Wochenende oder beziehungsweise zu Beginn des Wochenendes wurde ja bekannt, dass er leider abgereist ist, hat sich verletzt. Gute Besserung, aber wie gesagt, das ist noch ein junger Mann, der wird noch viele Weltmeisterschaften hoffentlich mitmachen. Die nächsten 2, 3 Weltmeisterschaften, die gehören auf jeden Fall ihm. Und jetzt hoffen wir, dass es nicht so schwer ist, dass er schnell wieder zurückkommt und den Bayern zu Saisonbeginn wieder zur Verfügung steht. Hasan Ouedraogo ist jetzt dafür nachnominiert worden. Gut, ist man immer geteilter Meinung bei jedem Spieler. Selbst wenn El Mala noch nachnominiert worden wäre, würde es auch negative Stimmen geben. Muss man jetzt einfach mal gucken. Also, ich bin zum Glück nicht der Bundestrainer, der das entscheiden muss, wer jetzt spielt. Aber hoffen wir mal, dass sie da irgendwie halbwegs unbeschadet durch die Gruppenphase durchkommen. Warum kann ich das so entspannt erzählen? Weil momentan nicht so viel los ist. Das Spiel findet momentan zwischen den Strafräumen statt. Man merkt auch für Schachtar, es geht um viel. Da kenne ich leider keinen einzigen mehr. Die hatten früher mal viele Brasilianer drin, das weiß ich. Haben auch zwischenzeitlich mal die Europa League gewonnen, 2009 oder 10 im Finale gegen Bremen damals. Oh, und jetzt kommt hier Schudakov einfach und locker durch und im zweiten Versuch die erste Chance des ganzen Spiels und die Führung für die Männer aus der Ukraine durch Georgi Sudakov. Drittes Tor. Ja, zu einfach. Also da war unsere Verteidigung wieder auf Kreisklassenniveau unterwegs. Locker leicht marschiert er da durch, ohne jegliche Gegenwehr. Da kann sie sich nur ärgern. Immerhin nicht sein erstes Tor, also das scheint es auch gefixt zu haben, dass die Leute nicht immer ihr erstes Tor gegen mich schießen. Unglücklich. Ja, unnötig, weil einfach wir nur zugeschaut haben. Aber das ist doch der Auftakt vielleicht jetzt zu einer Aufholjagd. Jetzt müssen wir natürlich auch von der Hitz. Der wurde immer länger, der sah gar nicht so gefährlich aus, aber mal eine erste Annäherung. Aus spitzen Winkel, komische Flugbahn. Und Schachtar spielt auch in einem 4-3-3. Die haben aber, glaube ich, ein flaches Dreier-Mittelfeld oder auch ein Sechser. Also ungefähr eine deckungsgleiche Formation. Das schreit quasi nach 4-2-3-1. Wir machen es auch gut hier im Mittelfeld. Spielen dann hinten rum. Und da haben wir momentan leider nicht viel zu melden. Und es wird dann wahrscheinlich auf die letzten beiden Spiele Stand jetzt hinauslaufen gegen Real Sociedad und dann noch gegen Real Madrid. Also wenn ihr die Spiele nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da für dieses schöne, geile Projekt, wie ich finde. Auch aus neutraler Sicht. Viel Spannung, viel Spektakel immer. Kostenloses Abo natürlich auch mal gerne gesehen auf dem Weg zu 14.000 Abonnenten. Unter dem Video klickt da auf Abonnieren, aktiviert die Glocke und dann werdet ihr immer über die neuesten Videos dann benachrichtigt. Ja, heute leider nicht so gut bislang. Wir sind nicht so gut drinne. Der Gegner dominiert momentan das Spiel. Wir haben noch gar keinen Zugriff. Wir spielen nicht so locker flockig wie sonst. Ihr seht, weil es uns die Ukrainer auch schwer machen. Die gehen vorne drauf im Pressing. Vorne haben wir keine Anspielstation. Da ist dann so eine Mann-gegen-Mann-Verteidigung. Dreier. Abwehrkette. Achtung, nächste Chance abgeblockt. Jetzt ist ziemlich viel Harakiri im Strafraum. So, jetzt vielleicht mal die Chance zum Kontern. Ein bisschen Platz. Sarko. Und noch von der Hitz. Der ist schnell gegen Azarov. Müsste eigentlich vorbeikommen. Droh in der Mitte oder irgendeiner. Wer läuft ein? Ja, schlechte Flanke. Aber vielleicht durch eine Ecke. Wir haben ja gegen Wolfsburg letztens unser erstes Eckballtor mal geschossen. Jetzt wäre ein zweites gar nicht so verkehrt. De Graef macht das.
Oh, die kommt gar nicht schlecht, aber Sarko ist ja jetzt nicht unbedingt der richtige Abnehmer. Natali müsste eigentlich im Strafraum stehen. De Graef, ja, schöne Flanke. Aber dann kommen wir leider nicht ran. Hier ins Pressing rein, dann können sie den Ball nur klären. Und dann müssen wir die Zweikämpfe da gewinnen. Aber momentan sieht es sehr, sehr schwer aus. Wieder Sudakov. Kommt wieder keiner hinterher. Kaspar. Oh, schlechtes Abwehrverhalten. Das geht nicht. Was ist das denn heute, ey? Ein Doppelpack von Sudakov. Und das 2:0. Also weder De Cut, der als Aushilfs-Linksverteidiger da nicht hinkommt. Auch Kaspar sieht da total unglücklich aus. Und Braune ist mit die ärmste Sau. Aus 5 Metern kannst du den nicht halten. Schade. Ich hatte es mir bislang anders vorgestellt. Dann werde ich wohl jetzt schon mal umstellen, dass wir dann zur zweiten Halbzeit dann voll reingehen. Das geht momentan leider nicht auf, das, was ich vorhabe. 4-3-3, hier wären 4-2-3-1. Probieren wir mal. Ja, und ihr seht, ich habe zwar die Leute auf der Bank, aber ich kann natürlich auch nicht nur mit Jugendspielern spielen, die hätte ich auffüllen können. Da muss ich dann wahrscheinlich die alten Jungs wieder reinbringen zur zweiten Halbzeit. Jetzt brauchen wir echt einen absoluten Turnaround in der zweiten Halbzeit, weil das war leider nichts momentan. Satz mit X. Aber was nicht ist, das kann natürlich noch werden, aber das muss besser werden. Also wir waren ja gar nicht da. 2 leichte Fehler. Auch zu leichte Gegentore. Also ich meine, ich dachte, da wären wir mal drüber weg. Aber ihr seht, so Phasen haben wir auch noch in unseren Spielen drin. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Chance. Nee, wäre abseits gewesen. Und dann ist erstmal Halbzeit. Eines unserer schwächeren Spiele bislang. Eine richtig enttäuschende erste Halbzeit, muss ich sagen. 2 Schüsse, so viel. Ich hätte mit weniger gerechnet. Also es ging nicht so viel zusammen. Ja, Chema wäre auch ein Kandidat, um ihn jetzt schon rauszunehmen. Ja, ich muss Rice reintun. Vorne müsste ich eigentlich mit Kusi Asare mal einen Kopfballstarken reinbringen. Aber ich warte noch mal ab. Vielleicht kriegt Sarko das auch noch irgendwie so hin. Also, mit neuen Schwung vielleicht, neue Formation. Rice jetzt auf dem Platz. Vielleicht brauchen sie einfach die Aura des gesetzten Kapitäns, um hier das Spiel noch zu drehen. Wir gehen es mal an. Aber ihr seht, die Ukrainer, die sind defensiv so stabil, leider. Machen das sehr, sehr gut. Wir haben da nichts entgegenzusetzen. Die bauen dann immer mit 3 Mann auf oder mit 2. Und dann kommen die Außenverteidiger mit nach vorne. Spielen die doch 5er-Kette? Nee, die spielen 4er-Kette. Ja, ihr seht ja, wie schnell das hier geht. Und wie man da nicht hinterherkommt, egal was man macht. Ist nichts zu machen. Selbst wenn ich jetzt das Pressing mal aktivieren würde, ich glaube, wir würden nur hinterherlaufen. Keine Chance. Die spielen das ganz entspannt aus. Wir haben leider heute unseren Meister gefunden. Hätte ich echt nicht gedacht. Also ich habe damit gerechnet, dass es dann gegen Sociedad und gegen Real Madrid schwerer wird. Aber ich habe ja auch gedacht, gegen Rapid Wien, das wird einfach. Und dann haben wir da verloren. Ja, wir kriegen hier nichts geschenkt. Also Pressing klar. Das ist jetzt die Chance, die wir nutzen müssen. Minute 55. Und Sarko mit dem Anschlusstreffer. Alejo Sarko. Auch endlich sein erstes Tor in der Champions League. Über so Aktionen, vielleicht müssen wir so einfach heute ins Spiel reinkommen. Und das Pressing hat geklappt. Schnell umgeschaltet. Sarko mit links. Ja, ich glaube, da war der Keeper sogar noch dran. Haben wir jetzt gerade nicht gesehen. Muss ich nochmal drauf gucken. Hier, gut. Und schnell reagiert. Und dann ist, glaube ich, sogar der Keeper noch dran, oder? Kann das sein? Nee. Den setzt er einfach gut in den Winkel. Also, Anschlusstreffer. Wir sind wieder da. Minute 56. Und so kann man auch in ein Spiel zurückfinden. Jetzt sind die Zuschauer nochmal da. Jetzt haben wir vielleicht das Momentum oder auch nicht. Obwohl dieses Spiel besteht aus Momenten. Aber natürlich defensiv aufpassen. Die haben anscheinend schnelle Leute. Gerade über den Flügeln. Everton gegen Ott. Kaspar kommt hinzu. Der hat auch heute einen unglücklichen Abend bislang erwischt. Ich glaube, der hat bislang jeden Zweikampf verloren. So, und dann stehst du wieder hier. Musst hinterherlaufen. Musst halt auf den richtigen Moment warten, um dann in den Zweikampf reinzukommen. Aber wir kommen gar nicht in die Zweikämpfe rein heute. Die spielen sich die Bälle dazu. Ja, Ott ist jetzt mal dazwischen, der Cut. Und dann ist er sofort wieder weg. Also die Ukrainer machen das heute leider, leider sehr, sehr gut. Ball in die Tiefe. Ja, so einfach geht's dann auch nicht. Oh, Kaspar! Oh, ey. Ich kriege ein zu viel heute, wirklich.
Es soll heute einfach nicht sein. Lassina Traoré spielt er immer noch. Ist das der Typ, der 2 Meter groß ist? Da gab es mal früher einen anderen, der hat auch bei der Elfenbeinküste gespielt. Der war 2 Meter groß, das ist er aber, glaube ich, nicht. Also kannst du einfach nicht gewinnen, ey. Also hier, da haben wir den Ball schon gewonnen und dann ja, bekommt er den nicht kontrolliert, nicht schnell genug weggespielt und dann wird das eiskalt bestraft, ey. Schade, also Paul Kasper, der hat leider heute einen rabenschwarzen Abend erwischt. Jetzt könnte ich nochmal die Aufstellung umstellen und Kusi Asare reinbringen. Mein letzter Strohhalm, den ich jetzt ziehen werde, ist das 4-4-2. Werde Rice hier reinstellen, Droh vorne raus, Kusi Asare rein. Ja, Murphy nochmal über den Flügel probieren, obwohl, nee, ich brauche eigentlich de Graef. Und dann müsste ich jetzt quasi hier nochmal was verändern. Jetzt müsste ich hochstehen, jetzt müsste ich auf Extrem gehen, also auf 100 quasi. Auf Konter, kurze Pässe, nee, würde ich nicht setzen. Wir gucken mal. Das ist jetzt die letzte Patrone, die ich jetzt hier verschießen wollen würde. Und jetzt muss ich es mit 4-4-2 probieren. Wahrscheinlich 4 Schüsse, 3 Tore, aber 2 davon gehen klar auf unsere Kappe. Also so leicht, wie wir uns die Gegentore hier heute gefangen haben. Selbst schuld. Absolut selbst schuld. Rice und der Graef ist frei. Wir haben Vorteil. Oh, jetzt gibt es einen Freistoß. Kurz vorm Strafraum wahrscheinlich. Ja, ist zu weit. Da schieße ich jetzt nicht direkt. Da lege ich mir den noch einmal vor. Kurbani und dann ist der Gegner dazwischen. Es soll heute einfach nicht sein. Wir kommen nicht in die Zweikämpfe. Wir brauchen zu lange, um die Bälle abzuspielen. Schade. Man merkt, das Momentum liegt nicht auf unserer Seite. Und man merkt, das Spiel hat es nicht gut mit uns heute gemeint. Es gibt einfach so Sequenzen und Spiele, wo du einfach merkst, wie sich die Gegner oder die Spieler zu langsam drehen. Wenn die einfach nicht das machen, was man will, dann soll es heute einfach nicht sein. Aber noch ist nicht vorbei. Noch haben wir 20 Minuten. Tristan de Graef. Erneuter Anschlusstreffer. Ich weiß nicht, wo sich das Spiel hier noch hin entwickelt. Es könnte auch noch ein wildes 4-4 oder so geben. Aber ihr wisst, was ich meine. Das wiederhole ich ja auch nicht zum ersten Mal. Du merkst einfach im Spiel, wenn der Gegner plötzlich dann anfängt, Skills auszupacken, die sie vorher noch nie gemacht haben. Wenn die ja einfach jeden Ball an den Mann kriegen, wenn du gar nicht in die Zweikämpfe reinkommst, dann soll es halt heute leider nicht sein. Ich habe doch Jona Kusi Asare eingewechselt. Wo ist der? Warum spielt er nicht? Warum hat er die Aufstellung wieder umgestellt? Ich habe doch Kusi Asare reingemacht. Warum machen die das nicht so? Jetzt vielleicht könnte ich Murphy reinbringen. Weil der Graef läuft schon auf dem Zahnfleisch und wir brauchen die Kräfte dann wieder für die Bundesliga. Also gut, dass wir nicht im Pokal noch drin sind, dann hätten wir noch einen dritten Wettbewerb. Jetzt ist halt die Frage, lassen uns die Ukrainer noch mal ins Spiel zurück? Also wir sind heute, was die Chancenverwertung angeht, wirklich gut. Also die Chancen, die wir kriegen, die machen wir auch. Müssen wir auch machen, weil die Ukrainer auf der anderen Seite machen genau das Gleiche. Und es kommt wieder Sudakov. Und wir kommen hier nicht in die Zweikämpfe. Schaut euch das an. Die können machen, was sie wollen. Die können machen, was sie wollen. Und dann bekommen wir es auch nicht hinten rausgespielt. Dann machen sie wieder Druck. Gehen ins Pressing rein. Guck, diese Drehung, die ich gerade gemeint habe, oder das, was ich gerade gemeint habe, diese Drehung, die einfach nicht schnell genug geht. Die geht leider einfach nicht schnell genug. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass wir das heute hier verlieren. Nicht, weil wir schlechter sind, nur weil wir einfach nicht dürfen. Gucken, die Ukrainer auf der anderen Seite machen das schnell und direkt. Haben vorne auch 4, 5 Mann, ne? Das muss man auch dazu sagen. Die haben viele Männer vorne, aber dann halt auch wieder viele Männer hinten. So, wie schnell geht es jetzt bei uns nach vorne? Ein Doppelpass nach dem anderen. Sarko vielleicht in die Tiefe schicken. Jawohl, da ist Alejo Sarko. Und kurz vor Schluss die Chance. Oh, warum rennt Kasper da weg? Also wie gesagt, junger Mann, der darf solche Fehler machen, soll er auch. Aber das war heute leider nicht sein Spiel. Aber auch von vielen anderen. Ott, zu viele Fehler. Vielleicht hätte ich Karl auch nicht rausnehmen sollen. Aber ich musste, weil ich will hier mit fitten Leuten reingehen in diese Spiele. Und dann hat man auch leider mal so ein Spiel mit dabei, wo der Gegner jetzt nicht unbedingt besser war, aber halt in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht hat. Wir haben einfach zu viele leichte Fehler gemacht und deswegen gehen wir leider heute als Verlierer vom Platz. Gegen Schachtar Donetsk. 3:2 hätte ich jetzt nicht gedacht, weil auf dem Papier mit Rapid Wien und Nicosia zusammen waren das eigentlich die leichteren Gegner. Aber jetzt kommt es halt doch auf die Spiele gegen Sociedad und gegen Real Madrid an.
Naja, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir machen weiter. Das gehört dazu bei so einer jungen Truppe. Und davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Sehr, sehr effiziente Ukrainer. Die haben aus allen 4 Schüssen, nee, nicht 4 Tore gemacht, sondern 3 Tore. Aber ja, zu einfache Gegentore. Besonders Paul Kasper, jetzt bin ich gespannt. Vielen Dank, dass Sie mich wieder aufgestellt haben, Boss. Gelegentlich ein Spiel zu verpassen ist ja okay, aber ich brauche regelmäßige Einsätze. Wenn das nicht geht, weiß ich nicht, ob ich hier wirklich eine Zukunft habe. Also nach dem Spiel jetzt gerade, oder wann war die Nachricht? Ach, das war November. Ich dachte, das war jetzt aktuell, dann hätte ich gesagt, Junge, hast du mal dein Spiel angeguckt? Es war vor 2 Wochen die Nachricht, okay. Also wenn die Nachricht jetzt nach dem Spiel direkt gekommen wäre, hätte ich aber die Augen verzogen. So, Braune, Angebot von Celtic Glasgow, um Gottes Willen, Glasgow Rangers. Ja, brauche ich. Einen Keeper brauche ich leider. Ich habe auch leider nicht so viel Budget, um im Winter nochmal irgendwie nachlegen zu können. Es sei denn, wir kriegen, wenn wir dann die Playoffs irgendwie erreicht haben, nochmal ein bisschen mehr Geld. Aber das wird nicht der Fall sein. So, nächster Gegner ist jetzt Darmstadt, 15. Ich glaube, die waren auch eine von 2 Mannschaften, die noch nicht gewonnen hatten. Wir gucken gleich mal. Sarko hat eine Nachricht, möchte gerne wahrscheinlich von Anfang an spielen. Vor uns liegen wichtige Spiele. Hat ja eigentlich gute Argumente gesammelt, ne, um von Beginn an mal starten zu können. Vielleicht mache ich auch eine Doppelspitze. Vielleicht starte ich mit Kusi Asara und Sarko. Darmstadt hat 2 Siege aus den letzten 5 Spielen, 3 Niederlagen. Fraser Hornby, der in der kommenden Saison das Trikot der Wölfe tragen wird. Liedberg geht, glaube ich, zu Gladbach. Korridor weiß ich nicht. Also auch eine sehr interessante Aufstellung. 4-2-3, 4-2-1-3 mit einem ZOM, 3 Offensiven. Dazu Pfeife noch auf der Bank. Bözius, altbekannter. Marseiler ist auch viel umworben. Ja, auf dem Papier eigentlich wieder eine leichte Aufgabe. Aber was sind schon leichte Aufgaben, wenn man gegen Schachtjörg zu Hause nicht gewinnt? So, wir müssen dranbleiben. Leipzig spielt gegen Hoffenheim. Die Bayern und die Eintracht haben auch machbare Gegner. Der VfB ist auch nicht so gut drauf. 9. Platz. Dortmund ist auch 7. Aber ihr seht hier, der Kampf um Platz 5 und 6 auch sehr umkämpft. Bremen hat auch nur 5 Punkte Rückstand. Selbst Union, wenn die jetzt gegen Gladbach gewinnen, kommt dann auf 5 Punkte ran. Und unten sind Bochum und Heidenheim jetzt die einzigen ohne Sieg. Haben auch schon 7 bzw. 8 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Wird auch sehr, sehr interessant. So, blicken wir kurz auf die Champions League. Da sind wir 17. Also genau in der Mitte quasi. Playoff-Platz sicher. Die Bayern auch nur 26. Die müssen sich auch strecken. Wir haben, wie viele Punkte Vorsprung? 3. Ja, heißt nichts. Jetzt gegen Sociedad. Wie viel da sind die? Wahrscheinlich sind die beiden letzten Gegner 1. und 2. Sociedad ist 5. Real ist 2. Das sind also unsere letzten beiden Gegner. Aber ich glaube, im besten Fall, es reicht noch ein Punkt und dann könnten wir die Playoffs sicher haben, weil die nehmen sich ja hier unten alle die Punkte noch gegenseitig. Rom spielt zum Beispiel gegen Barca, Jagiellona spielt jetzt gegen Leverkusen. Apoel ist immer noch letzter, haben bislang alle Spiele verloren. Also ihr seht und ihr merkt, Euphorie ist trotzdem noch da. Die Spannung kurz vor der Winterpause hier in-game. Wir sind an Spieltag 14 angelangt. Wir müssen in Leipzig weiterhin auf den Fersen bleiben, damit wir die Chance haben, deutscher Meister zu werden. Also, macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.